So kennt man die Lastenfahrräder von früher. Bisschen schwer. Inzwischen haben die einen Akku und fahren sozusagen wie ein E-Bike. Im Lastenradzentrum von Stefan Traut in Frankfurt, da gibt es solche Dinger und zwar in Massen, in unterschiedlichster Form. Und ich freue mich sehr, das Ganze mal zu sehen. Herr Traut, wie ist das denn? Wie kamt ihr denn darauf, E-Bikes zu vermieten? Denn man kann sie bei euch nicht nur kaufen, sondern ihr vermietet die Dinger. Ja gut, das Thema ist ganz einfach. Die sind ja relativ teuer und viele wollen einfach, bevor sie so eine Investition tätigen, sowas einfach mal im Alltag auch ausprobieren. Sei es kurzfristig über ein Wochenende oder mal längerfristig oder bei uns auch als Abo. Es ist auch wirklich komplett unterschiedlich. Hier gibt es Lastenräder zum Beispiel, das hier, da kann man vorne ein Kind reinsetzen oder ein Tier. Es gibt aber auch welche, die sind wirklich bloß zum Transport von irgendwelchen Einkäufen. Wo sind denn da die Unterschiede? Genau da, wo du es gesagt hast. Also ganz wichtig ist erstmal, was möchte ich mit dem Fahrrad machen. Dementsprechend gibt es für jeden Einsatzzweck, für jede Rahmenbedingung das perfekte, ideale Fahrrad. Sei es sowas hier mit dem Transport für 6 Kinder für einen Kindergarten, bis hin hier zum Hightech-Teil, wie hier so ein Cargo, wo entsprechend hier der ein oder andere aus der Presse geschrieben hat, dass es der neue Volvo unter den Lastenrädern ist, was das Thema Sicherheit im Fokus hat. Aber die Bandbreite ist relativ groß, deswegen ist es wichtig, eine gute Beratung zu bekommen, um auch wirklich die Sachen auszuprobieren. Warum haben wir angefangen mit dem Abo? Genau, um diese Brücke eigentlich zu schlagen, dass die Leute das ausprobieren können. Und zwar nicht bei uns auf dem Parkplatz, sondern wirklich im Alltag, wo man das Fahrrad dann auch nutzt. Ist ein bisschen eng hier. Hier stehen so viele Lastenräder und so viele Fahrräder, deswegen konnte ich es jetzt selbst auch noch nicht ausprobieren. Das mache ich aber noch. Wenn ich mir jetzt so ein Lastenfahrrad kaufen möchte, was kostet denn sowas ungefähr? Also mit E geht es bei 3.500 € los. Nach oben hin keine Grenzen. So der Schnitt wird so bei 5.000, 5.500 € liegen. Deswegen aber auch solche Modelle wie das Abo vermieten, verkaufen, Jobrad, Dienstrad, Leasing, was es alles gibt, und den Leuten einfach den Umstieg dazu erleichtern. Wie lange geht das denn, wenn ich das jetzt bei dir als Abo miete, sozusagen, so ein Fahrrad? Also wir haben wirklich Kurzzeit-Mietoptionen. Wir haben aber auch das Thema Abo. Da geht es ab einer Mindestmietlaufzeit von 2 Monaten los und dann monatlich kündbar. Klasse. Ich habe mitbekommen, dass man, wenn man sich sowas jetzt kauft, auch Förderung bekommt. Ist das jetzt von der Stadt oder vom Land? Und wie viel gibt es denn dann für so ein Lastenrad eigentlich? Also üblicherweise gibt es bis zu 25% des Kaufpreises. Das sind im Regelfall so um die 1.000 €. Letzte Woche Donnerstag hat die Förderung hier der Stadt Frankfurt angefangen. Gehe davon aus, dass dann in der zweiten Jahreshälfte nochmal das Hessische Umweltministerium mit der Förderung nachzieht, die es letztes Jahr auch gab. Ja, klasse. Also es lohnt sich auf alle Fälle, das Ganze mal selbst auszuprobieren. Und wenn Sie sagen, Auto in der Stadt mag ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr einen Parkplatz zu suchen, so ein Fahrrad, das wäre es doch, so ein Lastenrad, da können Sie auch Ihre Kinder mal mitnehmen. Ich habe schon mitbekommen, sehr viele Kollegen vom Hessischen Rundfunk düsen damit in Frankfurt rum. Ich werde das Ganze jetzt auch mal ausprobieren, sage erstmal vielen Dank. Alle Infos zu diesen Lastenrädern gibt es natürlich auch bei uns auf der Homepage. Gucken Sie mal rein und am besten fahren Sie selber mal damit, lohnt sich. So, ich mache das Ganze jetzt auch. So. Das ist aber schwer, ne? Das ist ja wie ein Motorrad so ein bisschen. Ein bisschen sportlichen. Das ist richtig, ein bisschen Sport muss sein. So, ich schieb das erstmal hoch, sag Tschüss und fahr mal eine Runde.